Nina, du bist genauso wie ich ein absoluter Quereinsteiger. Wenn man uns betrachtet. Uns zwei. Oder uns beide oder auch die ganze Firma, würde ich mal sagen. OB2B, lauter Quereinsteiger, würde ich sagen, Quereinsteiger sind optimal für den Vertrieb. Ja, ich denke, Rainer stimmt auch zu. Ja. Er sagt ja. Wir haben einen Thumbs up bekommen. Wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, ist der Lehrerberuf auch ein bisschen so vertrieblerisch. Vor allem auch paraphrasieren. Ja. Ne? Ja, das ist doch absolut eine Lehrersache. Ja, ein bisschen Glück braucht man immer, ich denke, in diesem Job. Action! Man. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des OB2B Podcasts unter dem Namen Darling Out, die OB2B Podcast. Unser heutiger Gast, die Nina. Hallo, ich bin die Nina. Herzlich willkommen, Nina. Du bist schon zum 3., 4. Mal hier. Zum 3. Mal. Zum 3. Mal. Nina ist unser BD-Specialist, beziehungsweise, nein, das war jetzt falsch, unser BD-Strategist. Und war mit den Themen zur Frauenquote und so weiter mit dabei bisher. Disziplin haben wir beim letzten Mal besprochen. Und dann fiel mir ein, Nina, du bist genauso wie ich ein absoluter Quereinsteiger. Das stimmt, ja. Wir haben gar nichts in unserem Leben gelernt, was überhaupt mit Vertrieb zu tun haben sollte. Nee, alles haben wir hier bei OB2B eigentlich gelernt. Wie viele von unseren Kollegen. Deswegen finde ich das Thema ganz spannend. Genau, also Quereinsteiger im Sales ist, glaube ich, ein nicht wirklich seltenes Thema oder Phänomen. Aber vielleicht können wir es nochmal ein bisschen demystifizieren in der Hinsicht, wie wir das geschafft haben zu machen und was es dazu braucht, um das Ganze hinzubekommen. Deswegen habe ich dich extra eingeladen. Ich glaube, es ist ganz spannend, weil wir eigentlich einen sehr ähnlichen Werdegang hatten. Ja. Und können dann vielleicht nochmal darüber sprechen, was unser Studium uns dazu mitgegeben hat, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir hier gelandet sind. Und wenn jemand darüber nachdenkt, im Vertrieb was zu machen, keine Angst. Du musst eigentlich keine Erfahrung haben, um in den Vertrieb reinzukommen. Aber es gibt ein paar Sachen, die man schon mitbringen sollte, gell? Wir helfen heute den Leuten. Okay, gut, dann lass uns anfangen. Ich habe ein paar Sachen, die ich dich abfragen wollte. Und zwar, Nina, dein Hintergrund zu der ganzen Sache, ne? Ja, steht auf meinem LinkedIn-Profil. Genau. Aber ich habe Germanistik studiert, wie eigentlich, ich denke, 80% von OB2B, auch wie du. Neben Germanistik türkische Sprache und Literatur. Also hat nichts mit Sales zu tun, mit dem Vertrieb, und habe nie gedacht, ich werde sowas eigentlich in meinem Leben machen, weil ich wollte immer Lehrerin sein. Ja. Und das habe ich für ein paar Jahre auch versucht in einer Sprachschule. Ich denke für 5 Jahre. Ich habe auch mit Kindern gearbeitet, auch mit Erwachsenen. Und nach 5 Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich möchte was anderes ausprobieren. Ich denke, jetzt ist die richtige Zeit oder der richtige Zeitpunkt, was anderes zu lernen, weil wenn ich jetzt nicht jetzt mache, dann bleibe ich für immer in einer Schule und werde für immer eine Lehrerin, und ich wollte etwas anderes machen, weil ich dachte mir, okay, ich kann immer wieder in die Schule zurückkommen, wenn das nicht klappt mit deinem anderen Beruf. Und eigentlich hast du mich kontaktiert. Das weiß ich noch. Ja, auf LinkedIn. Bin einfach zum Interview gekommen, fand das ganz interessant. Ich habe vom Studium schon ein paar Leute hier gekannt, die hier für eine längere Zeit gearbeitet haben. Und ich dachte mir, okay, sie haben es gelernt, ich kann es auch lernen, obwohl ich nicht gerade wusste, was ich machen soll. Du sagst gerade, du könntest immer wieder zurückgehen, um Lehrerin zu werden. Ja. Aber würdest du das jetzt noch machen wollen, gell? Ich Nein. auch nicht. Nein, ich finde diesen Beruf wunderschön, aber ich denke, es gibt positive Seiten bei anderen Berufen. Und der Lehrerberuf ist ja ganz spezifisch, besonders in Kroatien. Ich denke, es wird
nicht so viel geschätzt wie früher. Aber ich denke, ich habe die besten Sachen aus diesem Job genommen und es hier dann auch erweitert. Und ich denke, gerade unser letztes Thema Disziplin ist eine Sache davon, die ich im Studium und auch bei meinem alten Job gelernt habe. Okay. Ja, und ja, jetzt bin ich hier für, ich denke, etwas über 3 Jahre. Ja. Ich bin auch immer voll froh, dass ich nicht da weitergemacht habe, weil ich auch glaube, das ist auch sehr unehrlich, wenn man irgendwas macht, wo man wirklich auch nicht dahinter steht. Ja, zu 100%. Genau. Ja. Und ich bin überglücklich, dass ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin, die arbeitet als Lehrerin, die macht das voll gern. Und ich hätte mir gedacht, wenn ich jetzt, obwohl ich glaube, ich war gar nicht so schlecht, aber trotzdem, ich habe mich halt nicht gut gefühlt bei diesem Job. Ich wollte einfach selber irgendwie was Neues lernen. Ich glaube, das ist dasselbe auch dann wie bei dir. Und dann finde ich auch, da bin ich auch überglücklich, dass es dann wirklich auch Leute machen, die wirklich zu 100% dahinter stehen und voll gerne Lehrer sind. Ne? Ja, ich habe auch Freunde, die das noch immer machen und sie finden das super. Ja. Und sie sagen dann zu mir, okay, ich könnte nie was wie du jetzt tun, also kein Sales oder kein Vertrieb. Und dann sage ich zu denen, wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, ist der Lehrerberuf auch ein bisschen so vertrieblerisch, weil du musst dich auch zu den Leuten verkaufen, dein Bestes geben, einen Eindruck hinterlassen, dass die Leute, besonders in einer Sprachschule, so dass die Leute wieder bei dir die Sprache, nächste Semester kommen. Ja, genau, und die Sprache weiter lernen wollen. Aber ich finde den Job schön. Ich denke, es gibt gute Seiten, die Kreativität, die Disziplin, die man dort lernt, mit Leuten zu sprechen. Und das sind eigentlich die Sachen, die ich jetzt auch in diesem Job machen kann. Und deswegen freut es mich, dass ich jetzt nicht das Ganze bei dem Lehrerberuf lassen musste. Aber ich bin jetzt seit 9 Jahren im Vertrieb und ich merke das auch immer, auch wenn ich mal was in der Zwischenzeit mal was anderes gemacht habe, es ist irgendwie immer Vertrieb, der das Ganze prägt. Ne? Ja. Es ist wirklich so, also once you go sales, you never go back. Ja. Ich glaube, das war's, ne? Ja, du kannst jetzt vielleicht auch mal was anderes machen, aber du wirst es immer wieder mit dieser vertrieblichen Note machen, glaube ich. Ja, ne? Ja. Das ist gerade, glaube ich, bei uns Quereinsteigern so eine Sache. Wenn du mal quer einsteigst in eine Sache, also egal, ob es jetzt Vertrieb ist oder egal was, ne, dann bleibst du, glaube ich, auch länger in so einem Job. Und dann ist es, glaube ich, auch noch mal etwas, wo man sich einfach gefunden hat, ne, nach einer Zeit. Ne? Genau. Es ist immer eine neue Herausforderung. Man lernt immer was Neues. Und ich denke, es ist ganz dynamisch. Und das finde ich interessant an diesem Job. Ja, genau. Apropos Quereinsteiger, ich war ja auch bei diesem Kurs, diesem Sommelierkurs, ne? Und da sind sehr viele Leute da, die eigentlich was mit Gastronomie, Hotels und so zu tun haben oder selber irgendwie einen Weinberg haben oder sowas in der Art. Ich war ja fast eine der einzigen, die gar nichts damit zu tun hat. Oder es war auch ein Arzt mit dabei, ne? Der ist einfach quer eingestiegen in das Ganze mit mir auch. Aber wir waren halt eine der motiviertesten und eine von den Leuten, die wirklich dann halt richtig Lust hatten, das zu machen. Und das ist auch immer so eine Sache, ne? Ja. Also, wenn du irgendwo quer einsteigst, dann musst du auch wissen, es ist eigentlich sehr viel Motivation einfach nur dahinter, ne? Stimmt. Und dann wieder nochmal zurück die Disziplin, ne? Ja. Aber Motivation, hey, ich werde das jetzt irgendwie versuchen und kann das auch machen. Und ein bisschen Angst ist auch normal. Du hast gemeint, man sollte keine Angst haben, aber ich hatte Angst, natürlich. Ja, das war jetzt eine Mücke. Noch ein Gast. Okay. Also würdest du sagen, Sales kann man lernen? Ja. Okay. Wie hast du das geschafft? Mit einem guten Onboarding. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für die Leute, die das nie gemacht haben, so ein gutes und längeres Onboarding zu haben. Ich würde mal sagen, man lernt noch immer was Neues, aber ich denke, der erste Monat ist wirklich der Wichtige in diesem ganzen Job. Man muss sich zurechtfinden, man muss lernen, was man überhaupt verkauft. Okay, am Anfang haben wir alles über OB2B gelernt, später waren es andere Projekte, aber ich denke, hier hat wirklich das Onboarding geholfen, die Kollegen, die das auch hinter sich hatten, ihre Erfahrung, die vielleicht auch das Gleiche studiert haben und mussten auch eigentlich Vertrieb lernen. Ja.
Das hat mir geholfen und natürlich die ersten Telefonate, obwohl das war schrecklich am Anfang für mich. Ja, Ich hatte okay. wirklich viel Angst, aber mit der Zeit wird es einfach ganz normal, am Telefon zu sein. Und ich fand es nicht so, wie kann ich das sagen, nicht so, ja, schrecklich wie am Anfang, weil ich fand es wie ein kleiner Horror für mich, so das erste Telefonat, aber das musste nicht so sein. Ja, das war alles in meinem Ja, Kopf. ich glaube, das Gute ist halt einfach auch, dass ich immer beim Anfang, vor allem bei uns, es fängt dich wieder jemand auf. Es sagt dir jetzt keiner, ey, das hast du richtig scheiße gemacht, Nee. sondern hey, okay, ja, gut, Ja, hier und das lässt sich genau. nochmal optimieren und Mit jedem Telefonat wird es leichter und besser, natürlich. Ja. genau. Und ich glaube auch nach einer Zeit merkst du dann, hey, oh, ich habe ja eigentlich schon ganz viel Erfahrung aus meinem Leben, die ich auch mitbringen kann, Das ne? stimmt, ja. In das Ganze. Und dann wird es einfach, glaube ich, auch einfacher. Und das sind vor allem solche Soft Skills, die vielleicht gerade aus deinem bisherigen Beruf dann auch hergekommen sind, ne? Ja, würde ich auch sagen. Einfach die Leute verstehen, zuhören. Das lernt man auch als Lehrer, würde ich sagen, sehr gut. Die Leute besser verstehen, die ganze Motivation, die dahinter steckt. Disziplin ist sehr wichtig. Ja. Ich denke, das haben wir alle im Studium gelernt. Bei der Germanistik war das auch ein bisschen spezifisch, weil es war nicht immer leicht, Germanistik zu studieren und man musste diszipliniert sein, um einige Fächer zu bestehen und einfach geduldig zu bleiben. Ich würde sagen, das ist auch wichtig. Also wie ein Lehrer geduldig mit seinen Schülern ist und er hat Geduld, dass sie etwas Neues lernen und dass sie das wieder benutzen können, beziehungsweise jetzt mit der Sprache. So muss man auch hier geduldig sein, dass man zu einem ersten Meeting kommt oder einem ersten Erfolg oder dass man endlich zufrieden ist mit dem Produkt seiner Arbeit. Ich würde mal sagen, das sind die wichtigsten. Und auch Kreativität. Okay. Man muss einfach manchmal in den Telefonaten kreativ sein, um das Beste aus dem Telefonat zu machen. Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man sich selbst nicht untermauert mit solchen Sachen. Hey, boah, ich habe das total blöd gemacht gerade, das kann ich auch nicht wieder hinbekommen. Das ist irgendwie total etwas, was ich nicht schaffen werde. Ja. Wenn man das direkt macht, dann kann man es auch lassen, glaube ich. Ne? Ja. Aber das Gute ist halt, man kriegt die Motivation vielleicht auch ein bisschen von außen. Es gibt sicher eine Lernkurve, die ähnlich ist bei allen, aber ich würde jetzt sagen, es gibt trotzdem Unterschiede. Ne? Es hängt auch von der Person ab. Und manchmal ist die Lernkurve, glaube ich, auch mal mit ein bisschen Glück auch verbunden. Ja. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie total Glück hattest und in deiner ersten oder zweiten Woche schon irgendwie einen Termin vereinbart hast, dann hast du total dieses Elan nochmal bekommen, ne? Und hast dann vielleicht viel mehr Motivation und die Lernkurve fühlt sich dann viel steiler an, als wenn man wirklich sehr lange braucht, dass man irgendwie zu einem Erfolg kommt. Aber man darf das halt auch, glaube ich, das ist auch wichtig zu sagen, man darf nicht immer einen gewonnenen Deal oder ein vereinbartes Meeting oder ein erfolgreiches Meeting als den Punkt nehmen, an dem man irgendwie besser geworden ist. Weil manchmal, es ist jetzt ein bisschen gemein, aber manchmal ist es einfach nur Glück gewesen, ne? Natürlich, ja. Ein bisschen Glück braucht man immer, ich denke, in diesem Job. Ja, aber auf jeden Fall ist es etwas, was einen nochmal pusht, ne? Ja. Ich muss aber sagen, sehr gute Vertriebler bei uns, die haben tatsächlich nicht so angefangen, dass die einfach auf Anhieb super erfolgreich waren und super gut direkt Termine gewonnen haben. Ne? Ich finde, ein sehr wichtiger Faktor bei dieser Lernkurve ist es wirklich mal auf die Nase zu fallen. Aber nicht so, dass man dann wirklich halt die Motivation komplett verliert, sondern dass man die andere Perspektive nochmal sieht. Beispiel. Eine Mitarbeiterin von uns, eine Kollegin, die ist eine super begabte Person, würde ich mal sagen, für Vertrieb. Die ist auch sehr systematisch, sprachlich eloquent, versteht Themen ganz gut. Aber einfach war der Draht zu dem Kunden damals von uns nicht gut. Ja? Und obwohl man irgendwie denkt, ja, okay, das passt irgendwie. Aber wenn der Kunde von der anderen Seite irgendwie trotzdem immer wieder was zu meckern hat, ne?
dann ist es, glaube ich, nochmal so eine Sache, nochmal so ein Ding, okay, von außen kommt jetzt vielleicht nicht das, was ich erwartet habe. Und das ist dann auch nochmal eine Sache, wo man wirklich sehr viel lernen kann. Ja. Ne? Das ist so richtig auf die Nase fallen, aber vielleicht auch nicht zurecht, ne? Aber trotzdem helfen dann auch solche Situationen, wenn irgendwie alles passt und dann trotzdem hast du irgendwie schlechtes Feedback, ne? Ja, Misserfolg muss man auch lernen, weil das habe ich eigentlich schnell gelernt, weil es war für mich war das am schwierigsten. Ich war früher diejenige, die den Leuten was beigebracht habe. Genau. Und ich bin jetzt hier in diesem Job, wo ich ich weiß nicht über das Thema. Genau. Ich kenne den Job nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Und dort habe ich so schnell gelernt, okay, das kommt einfach dazu. Ich muss mich anpassen. Misserfolg ist hier ganz normal. Und keiner sagt dir was Schlechtes oder Böses dazu, weil das ist einfach der Alltag bei uns im Vertrieb. Und man geht einfach weiter. Und wie du gesagt hast, man lernt was Neues aus diesem Misserfolg und motiviert sich weiter für die nächsten Schritte. Genau. Also ich sage auch immer, gerade bei solchen Sachen ist es halt immer wieder das, was das Team ausmacht, ne? Wo du dann wirklich nochmal, ja, okay, vielleicht ist es gerade nicht gut gelaufen, aber es ist wirklich immer wichtig, dass das Verständnis von den Leuten dahinter nochmal da ist, ne? Auch wenn man irgendwie jetzt nicht von dem Partner, von dem Kunden, dem man etwas liefern sollte, jetzt das geliefert hat, was der sich erhofft hat oder was der erwartet hat, kann ab und zu mal vorkommen. Dann ist es wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig oder auch sehr gut, dass man halt einfach ein Team hat, das dann eben dahinter steht, hey, okay, wir haben das vielleicht jetzt nicht optimal gemacht oder wir haben unser Bestes gegeben. Beim nächsten Mal wissen wir wirklich auch, dass wir das so nicht machen sollten. Oder vielleicht wissen wir, hey, beim nächsten Mal passen wir auf, dass wir solche Kunden dann auch gar nicht ans Land ziehen. Das ist ja auch irgendwie so ein Faktor. Ergebnis. Ja. Genau. Also die Leute sollten schon wissen, es liegt nicht immer an dir, wenn es nicht gut läuft. Ne? An dir liegt es immer nur dann, wenn du wirklich dich selbst sabotierst, ne? Oder selbst an dir zweifelst. Dann wird es, glaube ich, schwer, oder? Stimmt. Ist es dir schon mal passiert, dass du wirklich sehr lange an dir selbst gezweifelt hast? Oder hast du irgendwie die Möglichkeit gehabt, dass es sehr schnell objektiv klar wurde, dass es nicht nur deine Schuld ist? Am Anfang habe ich denke, mich selbst sabotiert, aber mir hat es eigentlich geholfen. Wir hatten damals, ich denke, ich war hier vielleicht für einen Monat bei Obi2Bier. Wir hatten so ein gemeinsames Meeting, wo jeder seine Geschichte erzählt hat, wie er eigentlich oder wie die Person eigentlich jetzt im Vertrieb gelandet ist. Und das hat mir eigentlich wirklich geholfen, die verschiedenen Geschichten zu hören und dass die Person bzw. meine Kollegen eine ähnliche Sache erlebt haben. Eine Person kam auch aus dem Lehrerberuf. Eine andere Person hat früher bei einer Bank gearbeitet oder eine dritte Person war zahnärztliche Assistentin. Und ich denke, solche Geschichten haben mir geholfen, okay, das ist ganz normal, was ich jetzt, wie ich mich jetzt fühle und das kommt einfach mit der Zeit und ich denke, da war wirklich die Unterstützung von den Kollegen und das Verständnis für die Leute, die erst mit dem Vertrieb anfangen, für mich am wichtigsten. Ich glaube, wir sind eigentlich so zu 99% Quereinsteiger hier bei uns. Ich weiß nicht, ob wir 1 oder 2 Kollegen hatten, die mal wirklich davor schon Vertrieb gemacht haben, bevor sie hier angefangen haben. Ist eigentlich eine gute Sache, ne? Das würde ich jetzt mal sagen, wenn wir sagen, was es überhaupt ausmacht, um im Vertrieb zu landen. Es wird immer wieder das Durchsetzungsvermögen sein. Ne? Das muss man mitbringen. Aber das ist ja nicht etwas, was per se im Vertrieb gelernt wird. Oder man kann es, glaube ich, lernen, aber man kann es einfach auch mitbringen. Wenn du das auch einfach untermauerst und nicht machen möchtest, wenn du dich nicht durchsetzen kannst, dann glaube ich, ist der Vertrieb auch gar nichts für dich, ne? Nee, aber ich denke, wir haben auch Kollegen, die vielleicht in ihrem persönlichen Leben das nicht so gern haben oder sind vielleicht ein bisschen, sind nicht so laut, aber sie mögen es am Telefon vielleicht sich als eine andere Person darzustellen und vielleicht die Sachen ausprobieren, die sie vielleicht jetzt im Alltag nicht so gerne machen. Und das finde ich auch super. Das bedeutet, die Person hat das in sich, aber sie braucht einen kleinen Push, um das
Ganze vielleicht voranzubringen. Das ist nochmal so eine Sache, über die wir schon mal gesprochen haben, über introvertierte und extrovertierte Leute. Ne? Mittlerweile ist es mein Erachten hier, dass sehr viele halt irgendwie Introverten sind, von der Definition her, aber im Vertrieb man das wirklich gar nicht spürt. Ne? Genau. Da habe ich sogar manchmal, ich sehe mich selber als Extrovertin und glaube, jeder, der mich kennt, würde das auch sagen. Ich sehe mich manchmal halt zuhören bei den Leuten in den Telefonen und denke mir so, du bist kein Introvert. So spricht keiner, der introvertiert ist. Aber tatsächlich sind sie im Privaten wirklich anders. Ja, ne? ja. Das finde ich auch ganz interessant. Ja. Und wirklich ein Vorurteil für die Leute, die denken, die vielleicht Vertrieb nicht machen können, weil sie introvertiert sind. Und das stimmt eigentlich nicht. Aber man muss auch sagen, egal ob du jetzt ein Introvert bist oder nicht, das Durchsetzungsvermögen, das ist ja eigentlich eine innerliche Sache. Und man lässt ja das, wofür man steht, nicht drauf rumtrampeln. Ne? Und das ist eigentlich die Einstellung, die, glaube ich, dann alle haben. Okay, ich habe ein Projekt, ich finde das Produkt gut, ich finde die Dienstleistung gut. Ich lasse mich da jetzt nicht einreden mit einem Einwand, dass es jetzt nicht etwas ist, was für die gut ist. Ja. Ne? Das finde ich auch spannend, weil dann kommt es nochmal hoch. So. Das stimmt. Okay, komplett. Gut. Ich habe des Weiteren noch eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und das ist die Empathie, die dann auch immer mit dabei ist. Ne? Wer Empathie nicht hat, ich glaube, die kann man auch nicht vorspielen. Nee, ich denke, Empathie kann man nicht lernen. Das hat man in sich oder nee. Ja, ich denke, das ist auch sehr wichtig und das wird eigentlich bei vielen Berufen geschätzt, aber besonders im Vertrieb, vielleicht ist es am Telefon nicht so sichtbar, wer empathisch ist oder nicht, aber so in Meetings mit unseren Kunden oder bei Gesprächen mit den Firmen, die vielleicht ein Kunde von uns werden wollen, ist es sehr, sehr wichtig, Empathie zu zeigen und einfach mal zu zeigen, dass wir auch ein Ohr für die Leute haben und für ihre Bedürfnisse und nicht einfach alles schwarz und weiß bei uns so auflegen. Ja. Weißt du, was ich noch wichtig finde, wenn man von Empathie spricht, dann ist es ja nicht nur so eine Sache, wo man sich sagt, es tut mir leid, sie sind so nett und so weiter. Ne? Das ist es ja eigentlich nicht. Empathie ist für mich auch von der Seite her ein Merkmal des Menschen, dass er dann auch wirklich von der anderen Seite auch weiß, das ist wichtig, aber du merkst nicht, dass es wichtig ist. Und durch das, was ich von dir jetzt erfahren habe, möchte ich dir auf meine Art und Weise empathisch, das ist für mich auch Empathie, zeigen, dass es eigentlich etwas ist, was dir gut tun sollte. Ne? Das ist die Empathie, die man im Vertrieb braucht. Nicht nur so, dass man halt merkt, dass jemand irgendwie, dass man jemandem einfach nur zuhört, ne? Und halt sagt, ja, okay, sie haben recht, das ist vielleicht nichts für sie. Nein, das ist ja nicht Empathie, wie man sie eigentlich aus dem Alltag kennt, ne? Wo du eigentlich sagen würdest, du möchtest jemandem halt helfen, dass er sich besser fühlt. Einfach so verliert man auch das Durchhaltevermögen. Also es muss ein Balance zwischen diesen zwei Eigenschaften sein, denke ich. Ne? Empathie wäre jetzt hier, dir geht's nicht gut, du möchtest dich von der Brücke schmeißen. Ja, dann mach halt, ne? Ist ja nicht Empathie. Nee. Empathie ist ja eigentlich, hey, du solltest nicht von der Brücke springen, weil da gibt's eine super Eisdiele nebenan und dann gehen wir erstmal ein Eis essen. Und dann denk mal drüber nach, ob das eine gute Idee ist oder nicht, das doch zu machen. Oder eine Schwimmhose kaufen und mal schwimmen gehen. Genau, ne? Es gibt Lösungen für alles. Franjo kann es nicht glauben, dass wir das jetzt als Beispiel genommen haben. Ja, Franjo, du bist nicht der Einzige mit schrägen Ideen. Ich habe noch ein kleines Spiel vorbereitet, ne? Okay. Game Time bei uns noch. Machen Folgendes zwar. Pro und Contra für Quereinsteiger im Sales, ne? Ich werde ein paar Eigenschaften nennen. Und du solltest mir hier sagen, ob das Pro und Contra ist. Und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren, ob es eher etwas ist, was gut ist für Sales oder nicht. So, erste Eigenschaft. Lehrererfahrung. Oh, gell? Aber ich würde auch sagen, weil man hatte so viele Menschen vor sich, so viele verschiedene Menschen. Vor allem, wenn man mit Erwachsenen auch und mit Kindern gearbeitet hat. Genau, ne? So eine Kombination. Ich würde sagen, es ist natürlich nicht die wichtigste Sache jetzt beim Einstieg in den Vertrieb, aber es ist immer eine Pro. Aber es ist auf jeden Fall, also wenn da draußen irgendwelche Lehrer sind,
die ihren Job satt haben und sich denken, was könnte ich machen. Ja. Lehrer sind echt gut im Vertrieb, weil ich glaube, mit Kindern vor allem muss man viel verhandeln, mit Erwachsenen später leider auch. Ja. Die sind auch immer manchmal kindisch geblieben oder auch, das ist auch ein Vorteil, wenn man ein Kind geblieben ist, aber nicht zu kindisch. Man hat halt auch immer, ich erinnere mich noch an meine Zeit, du musstest ja irgendwie auch, keine Ahnung, die Grammatik erklären, ne? Mhm. Und sehr oft verstehen die Leute ja solche Sachen nicht auf Anhieb, ne? Und da musst du irgendwie auch kreative Arten und Weisen finden, wie du einem was nahe bringst. Genau, sodass es jeder versteht und dass es nicht so kompliziert ist. Und verhandeln mit Leuten, das stimmt auch als Lehrer, man muss ja immer man muss ja immer eine Balance finden, man muss ja immer einen Kompromiss finden, besonders mit Kindern, würde ich sagen. Und ich weiß, eine von unseren Kollegen hatte auch eine Episode dazu und das Thema ist wirklich ganz interessant, weil ja. Verhandeln und vor allem auch paraphrasieren. Ja. Ne? Ja, das ist doch absolut eine Lehrersache, zu paraphrasieren. Und im Vertrieb, wenn du dieselbe Sache auf verschiedene Arten sagen kannst, dann ist es total ein Vorteil. Ne? Bestimmt, ja. Okay, gut. Keine kaufmännische Ausbildung. Pro oder contra? Ich würde sagen, es ist nicht ausschlaggebend, dass man eine hat. So dazwischen. Pro, wenn man es hat. Aber ich würde sagen, es ist kein Kontra. Vielleicht könnte es ein Kontra sein, wenn eine Person nicht so ganz was Neues lernen möchte und erwartet, ganz gut in einem neuen Job zu sein. Aber ich würde sagen, so dazwischen, ja. Ja, ich glaube, es kann nur dann Kontra sein, wenn man die Erfahrung hat aus einer anderen Zeit und einfach alles andere ablehnt, gell? Ja. Ja, okay. Gut. Da ist noch mal ein ganz gutes Beispiel. Und zwar haben wir ja einen Kunden, der ist schon jahrelang jetzt bei uns Kunde, der hat ja Kaltakquise total als Art der Akquise von Neukunden abgelehnt. Dachte sich, das kann nie im Leben für mich funktionieren, ne? Ja. Und jetzt? Ja, man muss es halt ausprobieren, ne? Genau. Bei manchen funktioniert es dann doch noch. Okay. Ungeduld. Kontra. Kontra? Ja. Ich würde mal sagen, man muss Geduld haben, weil im Vertrieb kommt nie was so schnell. Also ich denke, manchmal, kommt man schnell zu einem Resultat, aber ich denke, es ist leichter für die Person, wenn sie ein bisschen Geduld hat. Ja, generell, ja, würde ich auch sagen. Und man muss geduldig sein. Und man muss eigentlich immer geduldig sein. Aber trotzdem, weißt du, von der anderen Seite denke ich mir jetzt, wenn du so einer bist, der beißt und der irgendwie voll schnell zu was kommen möchte. Vielleicht wird die Person motiviert durch diese Ungeduldigkeit, aber ja, vielleicht ist muss eine solche Person sein einfach, ja. Vielleicht kann es mal gesund sein, aber auf Dauer ist es wahrscheinlich etwas, was sich total zerstört. Ich denke, bei neuen Projekten vielleicht ist es gut, dass die Person ein bisschen ungeduldig ist und sie kann nicht erwarten, sie kann kaum warten, bis sie zu einem ersten Termin kommt oder bis der Kunde einen Job abschließt. Aber so langfristig generell ist Geduld immer ein Pro. Okay, gut. Perfektionismus. Ich würde mal sagen, es ist auch irgendwie dazwischen vielleicht mit der ganzen Geschichte jetzt mit der Ungeduldigkeit und wenn eine Person daneben noch Perfektionist ist und ungeduldig. Kann zum Verhängnis werden. Genau, kann schnell chaotisch werden. Ja. Und ich denke, für die Person ist es vielleicht ein bisschen schneller, einfach ein Vertriebler zu werden, weil die Person kann kaum warten, bis sie zu einem ersten Deal kommt. Ja. Würdest du sagen, dass du ein Perfektionist bist? In manchen Sachen, aber so generell nicht, weil ich kann mit einem Fehler leben oder es muss nicht alles perfekt sein. Ich würde eher sagen, ich bin diszipliniert. Ja, ich würde auch, also Perfektionismus ist für mich ein klares Nachteil hier. Ja. Weil das verbinde ich damit, dass dann sehr viel Zeit verloren geht für Sachen, die wirklich unwichtig sind. Wie zum Beispiel den Text ordentlich machen, den man jetzt irgendwie geschrieben hat, den keiner lesen wird, außer dir irgendwann mal. Oder irgendwie, keine Ahnung, einfach
sehr lange Sachen zu recherchieren, die dann später auch nichts bringen. Genau. Außer dann, es ist immer gut, einfach mal spontan in ein Gespräch reinzugehen. Ein bisschen brav sein und einfach. Genau, einfach unvorbereitet manchmal auch. Ich bin dann eher Improvisation als Perfektionist. Okay. Ja. Ich denke, das hilft. Das bei diesem ist auch Job. okay, ne? Wobei, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute denken, ich wäre Perfektionist, aber das bin ich gar nicht. Denkst du, dass ich ein Perfektionist bin? Jetzt, wenn ich mit dir in demselben Raum sitze, denke ich, dass du es ganz gut schaffst mit der Improvisation und eigentlich mit so vielen Improvisationen oder mit so vielen Gesprächen bist du auch zu einem Perfektionist in deinem Job bekommen. Das kommt einfach dazu, nach so vielen Jahren. Du siehst, dass ich ein chaotischer Mensch bin und das möchtest du jetzt nicht offen sagen. Danke, Janina, hast du sehr schön gemacht. Vorherige Verkaufserfahrung. Das ist, glaube ich, fast dasselbe wie mit dem Vertrieb. Genau. Ja. Kein Pro, kein Contra. Gut, aber wenn es ist. Ja. Technikaffinität. Pro. Ja. Für die Person, die vielleicht nicht so technisch begabt ist, wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, man muss hier auch motiviert sein, bereit zu sein, was Neues zu lernen. Also ich denke, für jede Person, die so Microsoft benutzen kann oder was googeln kann, wird es schon ein bisschen einfacher. Ja. Und dass die Person jetzt nicht so ganz abneigend ist gegen den ganzen neuen Tools. Genau. Man kann alles lernen, aber ich denke, man muss schon ein bisschen technisch begabt sein. Die Arbeit wird dann leichter. Sonst wird es schwer. Ja. Wirklich. Aber ich würde sagen, wir hatten jetzt keinen in der Firma, der immer noch da ist, der jetzt unglaublich unbegabt war. Wirklich nicht. Ja. Nee. Okay. Alle finden sich zurecht. Ich denke, mit ChatGPT, Google, mit YouTube, man kann alles lernen, alles finden. Und ich würde mal sagen, auch die Tools, die wir benutzen, sind ganz intuitiv. Das macht ja auch die Arbeit. Würde ich auch sagen. Ja, vielleicht. Ja, doch, absolut. Ja. Man muss schon affin sein. Und letzte Sache. Angst oder Scheuigkeit vor Ablehnung. Ja, ich denke, das haben wir schon ein bisschen besprochen. Ich würde auch sagen, eher ein Kontra. Aber ich denke, man weiß nicht, ich wusste jetzt nicht, dass das ein Problem sein könnte überhaupt, als ich erst bei OB2B gestartet habe. Aber später lernt man, dass es also normal ist. Genau. Ja. Ich glaube, es haben hier sehr viele Leute angefangen, die sehr viel Angst vor Ablehnung hatten. Aber das Wichtigste, was man wirklich zu Anfang einem sagen muss oder einfach einmal sagen muss, ist, es ist nicht persönlich. Ja, und nein, ist auch nicht ganz normal. Genau. Nimm es einfach nicht persönlich. Ja. Und wenn es mal passiert, dann wirst du es wahrscheinlich persönlich nehmen. Dann denk aber noch mal dran, nimm es nicht persönlich. Ja. Es hat nichts mit dir als Person zu tun. Und danach geh heim, schau dir einen Film an, geh ein Eis essen, spring nicht von der Brücke. Okay? Also es ist wirklich nichts, was man auch nicht lernen kann. Das kann man lernen. Ne? Okay, Ablehnung, ja, super, nice. Wenn mal eine Zusage kommt, dann freut man sich umso mehr. Ja, das stimmt. Aber das muss man einfach. Genau. Man muss es versuchen, um das zu wissen, dass es ganz normal ist. Und auch nach 10 oder 15 Neins kommt ein Ja. Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Genau. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, wir sind durch mit unserer Sendung heute, beziehungsweise mit unserer Folge. Ich würde sagen, wir können ein ganz klares Fazit ziehen und das ist, Quereinsteiger im Sales sind wirklich herzlich willkommen und die sind vielleicht, also wenn man uns betrachtet, uns zwei. Oder uns beide oder auch die ganze Firma, würde ich mal sagen, OB2B, lauter Quereinsteiger, würde ich sagen, Quereinsteiger sind optimal für den Vertrieb. Ja. Ich denke, Fralner stimmt auch zu. Ja. Er sagt ja. Wir haben einen Thumbs up bekommen. Gut. Daumen hoch für dich auch, Nina. Vielen herzlichen Dank, dass du wieder da warst. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, hat mich gefreut, dass du wieder da bist und dass es dir Spaß gemacht hat. Kleiner Aufruf für unsere Zuschauer und Zuhörer. Nina gibt es bei LinkedIn, die könnt ihr gerne hinzufügen. Die hat auch spannende Posts jede Woche. Ansonsten, unser Channel kann man abonnieren. Da gibt es einen Subscription-Button, gell? Es gibt ein Kommentarfeld drunter, wenn euch was gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Gerne drunter schreiben.
Ein Like-Button gibt es auch. Man kann es teilen, wenn man möchte. Und ich bin auch bei LinkedIn zu finden. Und wir haben auch eine Webseite, wo wir nochmal zu sehen sind. Und das ist die 32. Folge. Wer die restlichen 31 Folgen noch nicht angeschaut hat, hey, der hat was verpasst. Der hat ein Wochenende vor sich. Mit ganz spannenden Folgen. Genau. Okay, das war's. Vielen lieben Dank. Ciao, Nina. Ciao.